Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hummel hilft. Heute bin ich mal nicht in unserer Werkstatt, sondern bei unserem Heizkörperprüfstand. Hier möchte ich euch zeigen, wie ich einen Cucalorik 5.5 an einem typischen Badheizkörper montiere. Dieser Badheizkörper hat aufgesetzte Querrohre. Das ist das verbreiteste Modell. Montiert wird hier nicht senkrecht, wegen der schlechten thermischen Kopplung, sondern liegend auf der Seite. Die Montage zeige ich euch jetzt. Unsere Cucalorik 5.5 werden in solchen Kartons zu jeweils 50 Stück ausgeliefert. Im Karton befindet sich eine Konformitätserklärung und 10 Einzelverpackungen zu jeweils 5 Geräten. Diese 5-Verpackung ist sehr praktisch, weil die das Gerät schützt bis zur Montage am Heizkörper. Als Anleitung gibt es ein Systemhandbuch in Papierform, aber auch im Internet zum Downloaden. Mit dieser Thermografieaufnahme möchte ich euch zeigen, dass bei diesem Badheizkörper der Vorlauf auf der rechten Seite ist. Dieses rechte senkrechte Rohr ist eindeutig wärmer als der Rest des Heizkörpers. Auch hier muss die Montage laut EN 834 auf 75% der Bauhöhe erfolgen. Aber eine Montage mittig ist nicht möglich, weil da eben die Handtücher hängen. Deshalb montieren wir in diesem Fall auf der rechten Seite. Als erstes muss ich die richtige Montagehöhe ermitteln. Dazu brauche ich natürlich die Gesamthöhe des Heizkörpers. Diese ist recht genau 115 cm. Die 75% Position ist dann eben ein Viertel von 115, das sind 28,75. Wenn ich jetzt von hier nach unten messe, 28,75, ist das die richtige Position. Hier kann ich aber kein Gerät befestigen, weil das Querrohr fehlt und dann muss ich zur nächstmöglichen Querrohr gehen. Das wäre an dieser Position. Als Montagematerial verwende ich das P2-Profil und unser Standardspannwinkel und eine M4-Schraube. Die Schraube wird hier mittig eingeführt und mit dem Spannwinkel verbunden. Die Montage des Gerätes findet dann einfach so statt, dass das Gerät aufgesetzt wird und eingerastet. Mit der Einrastung wird ein Schalter betätigt, das Gerät beginnt dann mit der Zählung und die Funkübertragung wird gestartet. Gerät hält und ist so jetzt fachgerecht montiert. Den Cucalorik 5.5 gibt es natürlich auch in der P3-Version. Er wird aber dann genauso montiert. Ebenso gibt es die Geräte als Einfühler und als Zweifühler. Basisgerät ist immer der Einfühler. Hier verwenden wir ein Zweifühlergerät. Dieses Gerät hat als Funkmodus den C-Modus. Der C-Modus hat den Vorteil, dass er eben Walk-by-Telegramme an 365 Tagen im Jahr absendet. Das Gerät ist also zu jeder Zeit ablesbar. Gleichzeitig sendet das Gerät auch im AMR-Modus. Somit können die Geräte auch in ein Netzwerk eingebunden werden. Und per Gateway und Fernübertragung können die Daten eben bis auf den Rechner vom Messdienst übertragen werden. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Kermi bedanken für die Bereitstellung dieses Heizkörpers. Das Gerät habe ich nicht programmiert, läuft somit als Einheitskale. Die Displayanzeige, die ihr seht, folgt automatisch, also ein rollierendes System, die ist nicht programmierbar. Es wird die aktuelle Anzeige angezeigt mit dem Wert 0, dem Memory-Wert mit dem M davor für die Abrechnung, dann den Stichtag und die Checkzahl. Zusätzlich seht ihr noch den Funkmodus FC als C-Modus und die Kennung 2.2S bedeutet Algorithmus 2 und 2 Sensoren oder Fühler. Der Badheizkörper muss jetzt natürlich über ein Aufmaßblatt erfasst werden.
Ein Aufmaßblatt-Beispiel haben wir in unserem Handbuch. Dieser Heizkörper wäre jetzt die laufende Nummer 2. Der erste Heizkörper aus dem Wohnzimmer habe ich schon eingetragen. Raumname wäre in unserem Fall jetzt natürlich das Bad. Heizkörperart wäre ein Handtuchwärmer. Die Baulänge in Millimeter haben wir hier 500. Und die Bautiefe sind 50 mm und die Bauhöhe waren 1150. Nabenabstand ist nicht relevant, Röhrenanzahl haben wir 26 und Teilung brauchen wir nicht. Hersteller ist Arbonia Backnotherm. Die Montageart wäre ZIT 0301. Heizkörperleistung und KC-Wert wird erst später ermittelt. Wichtig noch die Nummer des Heizkostenverteilers, das wäre die 907 860 83. Heizkörpertyp ist wieder das Modell Typ 2.2 und der Zählerstand bei einem neuen Gerät ist natürlich 0. So, die Montage ist nun abgeschlossen, das Protokoll ist ausgefüllt. Das war's für heute. Wenn ihr noch weitere Informationen wollt, schaut bitte unter hummelhilft.de und macht bitte auch beim Gewinnspiel mit. So, der Letzte macht das Licht aus. Feierabend! Wow, das war doch jetzt nur für den Film gemeint. Mann, 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 wenn ich nur einmal mit Profis arbeiten könnte.